Der Gedanke, dass wir an allem schuld sind, der ist uns damals eben so wenig ins Gehirn gekommen. Und haben Sie sowas wie Ohnmacht gefühlt neben Angst? Oder ich kann doch anders fragen, haben Sie irgendwie in dem Moment gedacht, dass da irgendjemand dran schuld ist, dass das so passiert ist? Nein, ich glaube nicht. Dazu waren die eigenen Probleme eben immer zu groß. Das ist das, was ich immer wieder feststelle. Dass man doch sehr in seinem eigenen Umkreis, in seinem eigenen Gesichtsfeld gelebt hat. Also, wie gesagt, bei mir stelle ich das immer wieder eigentlich ein bisschen erschreckend fest, aber es war eben so. Es waren ja auch immer wieder besondere Situationen. Nicht nur die schwere Krankheit meines Mannes, dann die Flucht, dann der Bombenangriff. Ja, was gibt's denn noch? Es waren ja immer die Dinge, standen immer irgendwie im Vordergrund. Das Organisieren des eigenen Umfelds. Ja. Und das ging weiter. Dann ging es ums Geld beschaffen. Wovon sollten wir leben? Um die Berufstätigkeit, ja. Es gibt so manche Leute, die sagen, dass der Angriff auf Dresden eine gerechte Strafe war für das, was die Deutschen anderen angetan haben. Teilen Sie das? Also, ich glaube schon, dass da, ich denke jetzt gerade in der letzten Zeit, ich weiß gar nicht in welchem Zusammenhang, weil ich ziemlich intensiv Zeitung lese, ja, da geht es doch sehr viel, also um Dinge, die in Dresden geschehen sind, die doch nicht ganz so harmlos waren. Eine Bekannte von mir, die momentane noch Leiterin des Goethe-Instituts, die sagte, naja, Dresden hat doch auch militärisch immer und so weiter. Und jetzt geht es ja doch auch sehr um, war das Judenverfolgung? Jetzt im Moment ist es ein bisschen weg bei mir. Wo sich Dresden also auch es geht generell eigentlich jetzt bei den Veröffentlichungen immer darum, dass nicht Dresden, aber die Sachsen sich immer sehr schnell gewendet haben. Nach dem, was aktuell war. Ja. Ob das nun zum Nationalsozialismus, dass sie da ziemlich schnell sehr unbedacht wahrscheinlich, unkritisch gehandelt haben, ja. Mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein als zum Beispiel der Fritz Busch, der Dirigent von der Semperoper, dass der also 1934 spontan entlassen worden ist und ist im größeren Rahmen natürlich dann auch andere Sachen in der Weise passiert sind. Und ich weiß jetzt nicht, wie es nach 1945 war. Na, die Frage war, ob man so eine Auffassung teilen kann. Dass das, ja, ich glaube ja. Ich glaube auch. Man soll es nicht zu sehr beschönigen.